Es ist eines der größten Modding-Projekte aller Zeiten, Skyblivion. Das Ziel: ein komplettes Remake von The Elder Scrolls IV Oblivion in der Skyrim Engine. Doch wie weit sind die Modder mit dieser riesigen Aufgabe? Wie läuft der Prozess ab? Und wann können wir mit einem Release rechnen? Mein Name ist Nostalgion und in diesem Video nenne ich euch alle wichtigen Infos zu Skyblivion. Wenn euch das Video gefällt, bewertet es gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bevor es losgeht, einen ganz herzlichen Dank an Rebelsize, den Leiter des Projekts, dass ich euch in diesem Video überhaupt Bildmaterial von Skyblivion zeigen kann. Alles, was ihr hier seht, stammt von seinem YouTube-Kanal, also schaut dort auf jeden Fall vorbei, erster Link in der Videobeschreibung. Zu Beginn wollen wir uns der Frage zuwenden, was Skyblivion überhaupt ist. Wie bereits erwähnt, ist das Ziel, ganz Oblivion in der Skyrim Engine neu zu erstellen. Wohlbemerkt neu zu erstellen und nicht zu übertragen. Es ist nicht einfach das alte Oblivion, sondern ein komplettes Remake entsprechend dem aktuellen technischen Stand und es beinhaltet mehr als das originale Oblivion. Alles, was hier zu sehen ist, seien es Texturen, Modelle, Charaktere, Landschaften und so weiter, wurden komplett von Grund auf neu erstellt. Skyblivion begann im Jahr 2012 als Ein-Mann-Projekt. Es wurde damals ein Tool erstellt, mit dem man die Welt von Oblivion in der Skyrim Engine öffnen konnte. Diese erste Version war allerdings sehr fehlerbehaftet und eine Menge der Welt fehlte. Dennoch war ein Grundstein gelegt, von dem aus man arbeiten konnte. Es wurde also weiter an dem Tool geschraubt, sodass 2014 erstmals eine stabile Version erstellt wurde. Daraufhin stießen neue Modder zum Projekt hinzu, unter anderem auch der bereits erwähnte Rebelsize, der das Projekt seitdem leitet. Schließlich wurde 2016 ein erster Trailer veröffentlicht, worauf das Projekt erst so richtig Fahrt aufnahm und einige neue Leute hinzukamen. Wie aber sieht die Arbeit seitdem aus? Zum einen wird die Welt komplett perfektioniert. Die grafischen Möglichkeiten der Creation Engine werden wirklich voll ausgeschöpft. Das äußert sich unter anderem dadurch, dass die Welt deutlich detailreicher ist. So sind etwa die Wälder viel dichter als sogar in Skyrim und enthalten eine Menge neuer Pflanzen, Büsche und so weiter. Das zeitweise etwas eintönige Cyrodiil aus Oblivion erstrahlt in völlig neuem Glanz und die verschiedenen Gebiete unterscheiden sich deutlich stärker. Einige Gebiete wurden bereits in den Development Diaries Teil 2 und 3 auf dem Rebelsize YouTube-Kanal präsentiert, also schaut dort auf jeden Fall rein für mehr Infos. Fleißige Erkunder werden in Skyblivion außerdem deutlich mehr belohnt als noch in Oblivion. In meinem Review von Oblivion hatte ich ja kritisiert, dass die Welt sich zuweilen recht leer und eintönig anfühlt, aber dieses Problem werden wir in Skyblivion wohl nicht mehr haben. So werden zum Beispiel auf der ganzen Karte neue Kisten zu finden sein. Auch die Städte werden sich in Skyblivion deutlich mehr voneinander unterscheiden. Die Städte werden zum Teil komplett neu designt, basierend auf den Original-Concept-Arts von Oblivion. Auch die verschiedenen Stadtbezirke wurden deutlich profiliert. Neben einigen Städten wurden außerdem die zahlreichen Festungen in Oblivion komplett von Grund auf erneuert. Während die Festungen in Oblivion mehr oder weniger alle gleich aussehen, ist hier jede Festung völlig einzigartig. Die Modder haben inspiriert von Handlungen, Beschreibungen und Geschichte den Festungen ein völlig neues Antlitz gegeben und geben den Spielern dadurch deutlich mehr Anreiz, die einzelnen Festungen zu erkunden. Ein großer Schwachpunkt von Oblivion sind ja bekanntlich die Höhlen und Dungeons, die wenig Spannendes zu entdecken bieten und sich ebenfalls alle zu ähnlich sind. Diese werden für Skyblivion jedoch auch komplett erneuert. Basierend auf Regionen, Handlungen und Quests wird nun jede Höhle völlig einzigartig und ich denke, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Doch das bisher Beschriebene ist noch nicht annähernd alles. Neben allen Einrichtungsgegenständen werden auch die meisten 3D-Modelle komplett neu erstellt. Von kleinen Dingen wie etwa Besteck bis hin zu ganzen Rüstungssets und Kreaturen. Für die Waffen, Rüstungen und Kreaturen, wie auch für Landschaften und Städte werden völlig neue Concept Arts erstellt, welche dem aus Oblivion altbekannten neues Leben einhauchen und dieses gewissermaßen mit einem eigenen Twist versehen. Aus diesen Concept Arts werden dann 3D-Modelle erstellt, die dann letzten Endes ins Spiel übertragen werden. Hier seht ihr jetzt ein paar der Waffen und Rüstungen, ich finde, die sehen wirklich richtig gut aus. Neben den Kreaturen hat man sogar die Pferde neu gestaltet, diese sind nun nämlich deutlich graziler als die kräftigen Kaltblüter aus Skyrim.
Außerdem sind wirklich alle Texturen komplett neu gemacht, da die deutlich kälter anmutenden Texturen aus Skyrim für Cyrodiil unpassend wären. Skyblivion wird also deutlich farbenfroher als Skyrim. Die Texturen sind allesamt HD, einige kommen sogar in 4K-Auflösung daher. Neben alledem wird sogar neue Musik hinzugefügt. Keine Sorge, der Original-Oblivion-Soundtrack wird natürlich im Spiel zu hören sein, aber dieser umfasst nur etwa 26 Minuten Erkundungsmusik. Die neue Musik stammt von professionellen Komponisten und wurde passend zu den unterschiedlichen Regionen komponiert. Das User-Interface ist gewissermaßen ein Redesign des User-Interface aus Skyrim, was ich persönlich richtig gut finde, da das UI aus Oblivion meiner Meinung nach etwas unübersichtlich ist. Soweit also die Ambitionen, aber wie weit ist die Entwicklung schon fortgeschritten? Nun, alles in allem sind die Arbeiten schon relativ weit. Die Oberwelt ist im Grunde fertig. Einige Bereiche sind bereits in finaler Form, an anderen wird noch etwas Feintuning betrieben. Dank eines Tools, welches die Modder eigens dafür programmiert haben, wurden alle Quests aus Oblivion ins Remake übertragen. Es können aktuell alle Quests gestartet werden, jedoch lassen sich noch lange nicht alle Quests auch zu Ende spielen, daran wird aber selbstverständlich gearbeitet. Innenräume und 3D-Objekte sind noch nicht so weit fortgeschritten, es werden auf diesen Gebieten jedoch gute Fortschritte gemacht. Die Innenräume der Stadt Bravil sind beispielsweise bereits komplett fertig, an anderen Städten sowie an den Dungeons und Höhlen wird noch gearbeitet. Fast fertig sind hingegen alle Waffen und Rüstungen. Aktuell wird außerdem an dem sogenannten Navigation Meshing gearbeitet, was dafür sorgt, dass NPCs nicht wild durch die Welt laufen, sondern nachvollziehbare Wege gehen. Gemäß des Teams sei ein Ende der Arbeiten bereits in Sicht, es sei jedoch auch noch viel zu tun. Zu Beginn meiner Recherche habe ich mich gefragt, ob das Projekt nicht vielleicht zu ambitioniert ist. Dinge wie die komplette Umgestaltung von Höhlen, Festungen und sogar Städten erschienen mir etwas übertrieben. Inzwischen denke ich jedoch, dass das Ergebnis es definitiv wert sein wird. Generell schreiben Kritiker immer mal wieder, dass das Projekt aufgrund der Größe und des Aufwands wohl nie fertig sein wird, jedoch denke ich nicht, dass dies der Fall sein wird. Andere Total Conversion Mods haben bereits gezeigt, dass es möglich ist und das Projekt ist bei weitem zu weit fortgeschritten, um im Sande zu verlaufen. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, wann wird Skyblivion erscheinen? Nun, da es dazu noch keine konkreten Informationen gibt, kann man hier natürlich nur mutmaßen. Der Fortschritt geht natürlich mit der Zeit immer schneller voran, da immer mehr neue Leute zum Projekt dazustoßen. Außerdem hieß es seitens des Teams ja bereits, dass ein Ende in Sicht sei. Dennoch sollte man natürlich nicht vergessen, dass die Modder das alles in ihrer Freizeit und völlig unentgeltlich machen, da die Mod ja auch völlig kostenlos sein wird. Meine Vermutung ist daher, dass es noch etwa 1 bis 2 Jahre dauern wird, bis Skyblivion erscheint. Wie gesagt, das ist alles hochspekulativ, es könnte auch deutlich mehr oder vielleicht auch weniger sein, aber schreibt mir an dieser Stelle gerne mal eure Vermutung in die Kommentare. Übrigens, wenn ihr programmieren könnt und an Skyblivion mitwirken wollt, dann werft unbedingt mal einen Blick in die Videobeschreibung, dort findet ihr nämlich einen Link zum Bewerbungsformular. Aktuell werden vor allem 3D-Artists gesucht, aber auch abgesehen davon wird eure Arbeit sicherlich gebraucht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video alle Fragen zur Skyblivion Mod beantworten. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin.